Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns auf meinem Main-Account, auf dem guten alten Magier, der jetzt in der Übersicht ein kleines optisches Rework bekommen hat. Ja, vielleicht hat der ein oder andere es gesehen. Neben den Nekromanten wurde der Magier auch überarbeitet. So sieht er jetzt optisch aus. Ja, gefällt mir persönlich ganz gut. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon gezeigt habe, aber jetzt habe ich es auf jeden Fall gemacht. Ja, Neuigkeit auch noch, wenn man Charaktere löschen will, das habe ich jetzt auch gemacht, muss man jetzt einen Monat warten, bis die tatsächlich dann auch wirklich verschwinden. Das ist ganz schön lange, finde ich, und vor allen Dingen, wenn man einmal so die Entscheidung getroffen hat, dass man einen Charakter dauerhaft löschen will, ist das so ein bisschen komisch, dass man dann noch warten muss, weil einem das so ein bisschen die Möglichkeit gibt, nochmal nachzudenken, okay, ja, lösche ich den jetzt wirklich oder lasse ich es sein? Finde ich persönlich, okay, ein Tag hätte auch gereicht, muss ich sagen, um nochmal Bedenkzeit zu haben, aber einen Monat finde ich ein bisschen übertrieben tatsächlich. Ja, wir sind nicht ohne Grund auf meinem Main. Wir wollen heute mein sehr aufgeräumtes Inventar begutachten, was aussieht wie ein Haufen Scheiße, wirklich ohne Scheiß. Also ja, Brustpanzer. Hatten wir heute ein paar gehabt. Inventar, hier eine Seite hatte ich mit Brustpanzern gehabt, aber ansonsten hebe ich hier jeden Quatsch momentan gerade auf. Muss ich mal ein bisschen sortieren. Aber es ist auch bald wieder Hexen-Event. Davon mal ab. Ne, wir befinden uns heute auf dem Main, denn es sind ja, seitdem der Nekromant draußen sind, jetzt einige Aufholer auch am Start. Nicht nur auf ganz alten Servern wie s1.de oder ja, was weiß ich, wo überall Leute den Nekromanten gestartet habt. Schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr jetzt einen Nekromant gestartet habt, seitdem er gestern draußen ist. Das würde mich mal interessieren. Und wenn ja, wo spielt ihr? Denn es gibt auch jemanden, tatsächlich auch Bekannten, der einen Nekromanten gestartet hat. Und das sogar auf meinem Server, beziehungsweise auf dem, wo mein Main ist. Ich sage da immer mein Server, einfach mal dreisthalber zu. Und zwar ist das der gute Derafin. Ja, der Derafin von S3.de fängt jetzt hier an, auf S31 einen Langzeit-Nekromanten hochzuspielen. Und das finde ich sehr interessant. Und das werde ich auf jeden Fall auch beobachten, genauso wie ich auch alle anderen Aufholjäger beobachte und weiter noch verfolge, die hier auf S31 gestartet haben. So erblickt jetzt nun ein neuer Aufholjäger das Licht auf S31 und ich bin da sehr gespannt drauf mit der neuen Klasse, wie er hier abschneiden wird. Hat jetzt natürlich einen guten Boost bekommen durch die Gilde. Ne? Er hatte mich auch vorher nochmal gefragt, ob es möglich ist, dass man hier vorab schon Connection herstellen kann. Dann hatte ich ein bisschen vermittelt gehabt zu den Death Knights, dass er da hinkommen könnte. Aber dann hatte er schon vorher eine Gilde gefunden und jetzt ist es Ghost of War, was früher die Gilde gewesen ist, in der ich mainmäßig unterwegs gewesen bin. Das war ja vorher Flames of Destiny, jetzt ist es Ghost of War und da habe ich ja wirklich jahrelang drin gespielt in der Gilde, bevor ich dann zu Celtic gewechselt bin. Also Derafin jetzt quasi in meiner alten Gilde, in der ich zuvor drinne gewesen bin. Und hier sind natürlich auch abseits von Derafin auch viele Aufholjäger am Start, die hier auch irgendwann mal früher oder später auf S31 begonnen haben. S31 generell sowieso so ein bisschen so ein Aufholjäger-Server. Das hatte ja damals der Piccolo hier in die Wege geleitet. Ihr seht es auch, wenn man hier einfach nur mal so ein bisschen durch die Gilden blättert. Es ist ja jetzt nicht nur die Gilde, sondern es sind ja viele Gilden, die viele Aufholjäger haben. Und es macht sich immer noch sehr bemerkbar. Und es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden, sag ich mal, durch die Anfänge beziehungsweise durch die loweren Stages der alten Gilden, dass hier viele Leute Aufholjäger spielen und das auf jeden Fall mehr oder weniger aktiv nach wie vor. Nach wie vor sind auf jeden Fall immer noch der Kysuel hier am Start, der hier schon mit seinem Baden auch einen sehr guten Account erspielt hat, der jetzt sich auch in der Dungeon-Pause befindet und halt eben der auch vieles halt seit Anfang, beziehungsweise Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres in die Wege geleitet hat, der Piccolo, ne, mit seinem Dämonenjäger, den er hier als Aufholjäger gestartet hat. Und seitdem her wurde S31 wirklich
will ich mal so sagen, überflutet halt von sehr vielen Aufholjägern und ja, ihr seht's, ne? Ich finde es auf jeden Fall sehr cool. Dankeschön auch an die Leute, die mich hier auch irgendwo in der Beschreibung erwähnt haben, hier irgendwo, dann weiß ich auch immer Bescheid, dass die Leute halt eben auch Aufholjäger hier und da mal spielen und das lässt sich dann auf jeden Fall auch immer ein bisschen besser filtern. Jede Gilde hat hier so mehr oder weniger ein paar Leute aufgenommen, die hier sehen wir zum Beispiel auch einen Nekromanten, der hier neu auf dem Server ist. Und ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich werde das Ganze mal beobachten. Hier auch wieder jemand aus der Community am Start. Ich werde es auf jeden Fall beobachten, wie der Derafin jetzt so abschneidet und wie er so jetzt aufholen wird. Ne? Auch zu den anderen Leuten, die ja hier auch Aufholjäger spielen. Ist auf jeden Fall immer eine Bereicherung für den gesamten Server, wenn hier neue Leute drauf anfangen. Es fangen natürlich auch viele Leute hier drauf an und das ist natürlich, deswegen kann ich auch S31 da wirklich empfehlen. Es fangen hier viele Leute auf den Server an, weil S31 ja so ein bisschen dieser Mini-Beta-Server geworden ist, wo alle Updates einen Tag vorher immer drauf getestet worden sind. Und ja, das ist natürlich zufällig auf S31 ist, wo mein Main-Server ist. Das ist natürlich so eine Sache für sich. Wer sich damals dran erinnern kann, als das neue Backend aufgespielt worden ist, auf die in Shakes and Fidget, da wurde ja S31 so ein bisschen als Testserver genommen, wo ja noch nicht bekannt war, dass das neue Backend auf einem Live-Server drauf ist, aber auf S31 schon getestet worden ist und die Spieler damals unter anderem auch mir halt eben darunter leiden mussten, weil es halt eben zu extrem Performance-Problemen kam. Ne? Viele Sachen konnte man nicht nutzen, wie damals zum Beispiel diesen Goldgruben-Bug, ja, was ja auf allen Servern ging, außer halt auf S31. Das wurde dann halt wirklich ein halbes Jahr oder später dann irgendwann erst gefixt. Und ja, also viele Benachteiligungen sind hier auf S31 mit dem neuen Backend einhergegangen. Und das war damals so gewesen, so wurde es mir zumindest mitgeteilt, dass halt eben der Beta-Server und der S31-Server wohl irgendwie auf derselben Hardware liefen und es auf dem Beta-Server, wenn es da zu Problemen kam, irgendwie auf S31 zu Problemen kam und deswegen sind da so ein bisschen Parallelen entstanden und so hat man dann 1 und 1 zusammengeführt und ich denke mal, deswegen ist auch S31 der Server, der heute eben zu Testzwecken einen Tag früher immer genutzt wird, weil die halt eben, ja, denke ich mal, zumindest so auf der gleichen Hardware laufen. Angaben ohne Gewähr, ich kann für nichts garantieren, aber so macht es auf jeden Fall Sinn, ne? Und deswegen ist heute der S31-Server immer der, wo alles einen Tag früher passiert. Deswegen kann ich euch empfehlen, der Server ist halt sehr beliebt für Leute, die die Updates immer einen Tag früher testen wollen. Und deswegen, falls ihr einen Aufholjäger spielen wollt, dann könnt ihr es natürlich auf den alten Server gerne tun. S31 ist da auf jeden Fall empfehlenswert. Zumal ich sagen muss, dass die Updates, die heutzutage rauskommen, wirklich grundsolide laufen. Also die letzten Legendary Dungeons und Elevator. Ich glaube, W60 war so der letzte große Fail gewesen. Das ist aber jetzt auch schon wieder ein gutes Jahr her. Seitdem her sind die Updates hier einen Tag vorher immer drauf auf S31 und laufen eigentlich flüssig, sodass sie halt am nächsten Tag auch auf alle anderen Server live gespielt werden können, ohne dass es da zu großartigen Performance-Problemen kommt. Und deswegen ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir hier noch irgendwie die letzten 2 Glocken bekommen. Das machen wir mal einfach folgendermaßen. Wir ziehen uns mal aus, ja, und kämpfen jetzt mal einfach im Bare-Knuckle-Fight gegen den Derafin hier. So, ich wollte den Derafin immer schon mal eins raufhauen, ja, aber mit seinem Main schaffe ich das nicht ganz. Da komme ich nicht wirklich ran an die Stats, die er auf S3 hat, aber hier zumindest auf S31 bin ich zumindest der King. Ja. Ja, auch wirklich sehr cooles Profilbild, muss ich mal sagen, an der Stelle hier mit seinem Handschwein. Ist auf jeden Fall sehr
gechillt. Ja, auch sein Gesichtsausdruck ist sehr, ja, als ob er gerade irgendwie einen durchgezogen hat. So, so sieht er so ein bisschen aus, finde ich. Ja, deswegen, ja, also nur Liebe da an Derafin an der Stelle. Schöne Grüße. Und freut mich auf jeden Fall, dass du hier auf dem Server auch angefangen hast. Und ja, wer weiß, vielleicht kreuzen sich ja früher oder später mal die Wege. Das steht in den Sternen auf jeden Fall. Aber jo, da erstmal jetzt ein bisschen Progress zu machen und in der Ehrenhalle zu climben, das dauert natürlich jetzt erstmal. Das ist halt eben ja, ein Langzeitprojekt und deswegen, das geht halt eben nicht von heute auf morgen. Der Piccolo ist ja jetzt ein Jährchen dabei und hat jetzt 420 erreicht. Ne? Also das ist so jetzt nach, ja, ich sag mal so nach 11 Monaten circa der Progress, Stufe 420, spielt das Ganze, soweit ich weiß, ohne Dungeon-Pause und bei Kysuel ist Stufe 403 und spielt das Ganze mit Dungeon-Pause, also wird das hier wahrscheinlich dann irgendwann nächstes Jahr, keine Ahnung, wann er das auflösen will, vor 500 oder so, 480, keine Ahnung, bis wann er durchzieht und wird dann wahrscheinlich auch Piccolo überholen. Von den Stats her sieht man hier auf jeden Fall auch schon einen Unterschied, aber Kysuel ist auch, glaube ich, jemand, der ein bisschen mehr investiert, als es Piccolo tut und deswegen kann man das natürlich auch so direkt jetzt nicht ganz vergleichen. Ne? Ja, deswegen, jetzt haben wir einen neuen Aufholer auf dem Server, auf den wir mal so ein Auge werfen können und bin ich gespannt, wie ein Bettlaken, wie das Ganze in Zukunft sich denn so weiter auswirkt hier und ja, wieso der Progress sein wird beim guten Derafin. Ne? Ja, alles klar. Auf jeden Fall haben wir jetzt jemanden zum Abfarmen, falls wir mal jemanden brauchen, einen Nekromanten oder so, gegen den wir kämpfen müssen bei den Aufträgen hier. Ne, wissen wir auf jeden Fall, an wen wir uns richten an der Stelle. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, schreibt gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren, falls ihr einen Aufholer spielt, einen Nekromanten, auf welchen Server. Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.